Hallo! Du willst im Handstand endlich ein Stück weiterkommen und ganz gerade stehen und nicht mehr im Hohlkreuz dabei sein? Dann bist du hier genau richtig! In den nächsten 6 Minuten erkläre ich dir, was du tun kannst, um den geraden Handstand zu meistern. Als erstes solltest du an deiner Schultermobilität arbeiten. Wenn du deine Schultern nicht weit genug öffnen kannst, wird es sehr schwer, einen geraden Handstand zu stehen. Um deine Schultern mobil zu bekommen, empfehle ich dir, dich 1 Meter vor eine Wand zu stellen. Nun streckst du deine Arme, so weit es dir möglich ist, gerade nach oben und legst die Hände dann an der Wand ab. Nun führst du dein Gesäß nach hinten und öffnest dabei deine Schultern. Stell es dir so vor, als würdest du mit deinem Kopf durch deine Arme tauchen wollen. Nur dass du deinen Kopf dabei in einer neutralen Position lässt. Nun solltest du ein Ziel im Schulterbereich feststellen. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten zu dehnen. Du kannst einmal eine statische Dehnung ausführen, wo du dir eine Zeit setzt und die Dehnung dann für die bestimmte Zeit erhältst. Ich empfehle da mindestens 30 Sekunden. Es gibt auch die Möglichkeit des dynamischen Dehnens. Dabei gehst du an deine Dehngrenze und hältst diese für 1 bis 2 Sekunden. Danach gehst du wieder zurück und entspannst dich kurz und gehst wieder in die Dehnung. Durch diese Übung werden deine Schultern mobiler und du solltest aus der Sicht der Schultermobilität keine Probleme mehr haben, den geraden Handstand zu stehen. Der nächste Punkt ist die Rumpfkoordination. Sobald du deine Arme weit genug öffnen kannst im Handstand, kann der gerade Handstand daran scheitern, dass du deinen Rumpf nicht gezielt ansteuern bzw. anspannen kannst. Daraus folgt, dass die Linie dann beim Gesäß aufhört. Dieses Problem kannst du beheben, indem du als erstes im Stehen dein Gesäß so fest wie möglich anspannst. Dadurch fängt die Hüfte schon leicht an, nach vorne zu rotieren und die Bauchmuskulatur spannt sich auch schon leicht an. Im nächsten Schritt legst du deine Hände an deine Hüfte mit dem Daumen nach vorne gerichtet. Nun versuchst du mit Hilfe der Hände deine Hüfte aktiv nach vorne und hinten zu schieben. Sobald dein Körper sich daran gewöhnt hat, nimmst du deine Hände weg und machst diese Bewegung ohne Hilfe der Hände. Dabei spannst du weiterhin gezielt die Gesäß- und Bauchmuskulatur an. Ein kleiner Tipp: Stell dir vor, du würdest versuchen, deine Bauchdecke zur Wirbelsäule zu ziehen und dass du den Bauch so flach wie möglich machen willst. Also das, was man am Strand immer macht. Wenn du diese Bewegung ausführen kannst, empfehle ich dir, die Endposition über eine Zeitdauer von 30 Sekunden bis zu 1 Minute zu halten, um dich an das Gefühl zu gewöhnen, das Gesäß aktiv anzuspannen und deinen unteren Rücken gerade zu halten. Wenn deine Schultern mobil genug sind und du deine Hüfte gezielt ansteuern kannst, empfehle ich dir, mit der Hollow Body Position weiterzumachen. Diese Übung wird auf dem Boden ausgeführt und du kannst sie einmal auf dem Bauch und einmal auf dem Rücken ausführen. Diese Übung sieht auf den ersten Blick einfach aus, wird aber sehr unterschätzt und erfordert viel Spannung und Muskelansteuerung. Als erstes zeige ich dir die Hollow Body Position auf dem Bauch. Die erste Sache, die ich dir in dieser Position empfehlen kann, ist, den Bauch anzuspannen. Das Ziel ist, den Bauch festzumachen und ihn zur Wirbelsäule zu ziehen. Während der gesamten Haltezeit soll der Bauch den Boden nicht berühren. Du solltest also die ganze Zeit die eigene Hand darunter durchschieben können. Als nächstes hebst du deine Beine vom Boden und spannst dein Gesäß und deine komplette Beinmuskulatur an. Dabei solltest du darauf achten, dass die Beine die ganze Zeit unter Spannung sind und du sie voll ausstreckst. Wenn du das geschafft hast, streckst du deine Arme nach oben aus. Nun hebst du deine Arme vom Boden, streckst sie durch und versuchst deinen Körper auseinanderzuziehen, als würdest du dich selber ein Stück länger machen wollen. Der Kopf bleibt dabei nicht abgelegt, sondern wird auch leicht über dem Boden gehalten. Er bleibt dabei in einer neutralen Position. Diese Position sollte zwischen 30 Sekunden bis zu 1 Minute gehalten werden. Nun kommen wir zur Position auf dem Rücken. Wenn du dich in der Ausgangsposition befindest, ist der erste Schritt, den unteren Rücken auf den Boden zu pressen. Das machst du, indem du die Technik zum Ansteuern deines Gesäßes anwendest. Der untere Rücken soll während der gesamten Zeit mit dem Boden Kontakt haben. Nun hebst du deine Beine in einem 90-Grad-Winkel an und bringst den oberen Rücken in die Luft. Die Arme bleiben am Anfang erstmal neben dem Körper. Als nächstes streckst du deine Beine komplett aus und spannst sie so gut es geht an. Nun kannst du deine Beine ablassen, bis sie kurz davor sind, den Boden zu berühren. Nun hältst du sie in dieser Position. Nun zum Oberkörper. Du gehst mit dem oberen Rücken wieder näher zum Boden, hältst ihn aber wie deine Beine leicht in der Luft. Dort angekommen streckst du deine Arme langsam nach oben aus und versuchst dich nun wieder so lang wie möglich zu machen. Wenn es dir noch schwer fällt, die Arme mit komplett geöffneten Schultern zu halten, gehst du so weit, wie es dir möglich ist, um diese Position für mindestens 30 Sekunden zu halten. Diese Position empfehle ich zwischen 30 Sekunden bis zu 1 Minute mal wieder zu halten. Diese beiden Übungen sind sehr gut, um die Grundspannung aufzubauen und sich an die Position für den geraden Handstand zu gewöhnen. Weil wenn wir die beiden Positionen genau betrachten, sehen wir, dass es genau die Linie ergibt, die wir im Handstand haben wollen. Nun empfehle ich dir den Handstand mit dem Bauch zur Wand. Am einfachsten ist es, wenn du die Wand nach oben läufst. Ziel dabei ist, dass du so nah wie möglich mit den Händen an die Wand kommst. Am Anfang empfehle ich dir, das mit einem Spotter zu machen, da es sonst gefährlich werden kann, falls du dich nicht halten kannst oder nach vorne überfällst. Wenn du in dieser Position angekommen bist, sind die Schultern automatisch geöffnet.
Nun spannst du noch deine Gesäßmuskulatur an, versuchst dich ganz lang zu machen, indem du dich aus den Schultern rausdrückst und hältst diese Übung für eine gewisse Zeit. Hier empfehle ich auch wieder mindestens 30 Sekunden. Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt, du solltest aber auf deinen Körper hören und wenn deine Handgelenke, Ellenbogen oder Schultern anfangen zu schmerzen, empfehle ich dir, die Intensität zu reduzieren, sprich kürzer an der Wand zu stehen und ausreichend Ausgleichübungen zu machen. Ich habe auch ein Video zum Thema Top 3 Ausgleichübungen für den Handstand gemacht, was du dir definitiv ansehen solltest, wenn du mit dem Thema noch nicht vertraut bist. Einen Link findest du unten in der Beschreibung. Das sind die Vorübungen, die ich dir nur ans Herz legen kann, wenn du einen geraden Handstand stehen willst. Hier noch ein Bonustipp an dich. Wenn du den geraden Handstand nun frei übst, filme dich dabei selber. So kannst du deine Technik auswerten und schauen, ob du komplett gerade bist und falls nicht, siehst du gleich an, was du noch arbeiten solltest. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und wenn es dir gefallen hat, teile es doch mit deinen Freunden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und frohes Handstandüben. Bis zum nächsten Video, euer Matschin.